Sonntag, 7:28 Uhr. Du könntest noch schlafen. Du solltest noch schlafen. Aber dann, ganz leise, meldet sich jemand. Dein Gehirn räuspert sich. Entschuldigung. Kurze Frage. Jetzt? Ja, ich weiß. Ungünstiger Moment. Aber weißt du noch, die Situation mit Sabine? Von 2023? Ich hätte da noch ein paar Punkte, die du damals hättest sagen können. Willkommen in deinem Kopf. Kennst du das? Dieser Moment, wo dein Kopf ausgerechnet dann aufwacht, wenn du eigentlich Ruhe hättest. Nicht unter der Woche, da ist sowieso immer was, sondern Sonntag früh oder nachts um 11:30. Oder genau dann, wenn du im Urlaub zum ersten Mal wirklich abschalten könntest. Und dann weißt du plötzlich ganz genau, was du damals hättest sagen sollen, was du hättest tun sollen, wie du hättest reagieren sollen. Nur leider 3 Jahre zu spät. Viele denken dann, was stimmt mit mir nicht? Warum kann ich das nicht einfach vergessen? Heute schauen wir uns an, was da wirklich passiert. Und ich verspreche dir, die Antwort wird dich überraschen. Was stimmt mit mir nicht? Lass uns kurz bei diesem Moment bleiben. Du liegst da, hättest Zeit, hättest Ruhe. Und statt wirklich abzuschalten, rattert dein Kopf. Und irgendwann kommt dieser Satz, laut oder leise. Was ist eigentlich los mit mir? Andere hätten das schon längst vergessen. Warum ich nicht? Vielleicht hast du dir das schon 100-mal gesagt, dass du zu empfindlich bist, zu nachtragend, dass du dich an Dingen festbeißt, die längst vorbei sind. Ich möchte dir heute sagen, das stimmt nicht. Du beißt dich nicht fest. Dein Gehirn arbeitet. Nur leider ohne Rücksicht auf deinen Schlafplan. Dein Gehirn meint es gut. Also, was passiert da eigentlich wirklich? Dein Gehirn ist, und das meine ich ernst, ein sehr pflichtbewusster Mitarbeiter. Es hat einen Job. Dich schützen, dich vorbereiten, dich für die nächste Runde fit machen. Und wenn eine Situation in der Vergangenheit nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hättest, eine Antwort, die du nicht hattest, ein Moment, in dem du lieber mutiger gewesen wärst, dann legt dein Gehirn diese Situation nicht einfach ab. Es öffnet eine Akte. Ungelöst. Zur weiteren Bearbeitung vorgemerkt. Nicht, weil es dich quälen will, sondern weil es denkt, vielleicht brauchen wir das nochmal. Vielleicht kommt diese Situation wieder. Und dann sind wir vorbereitet. Oft fühlt sich Grübeln an wie sinnloses Gedankenkarussell. Tatsächlich versucht dein Gehirn in solchen Momenten Situationen für die Zukunft durchzuspielen. Das ist der Unterschied. Warum ausgerechnet jetzt? Aber warum ausgerechnet Sonntag früh? Warum nachts? Warum immer dann, wenn du eigentlich Ruhe hast? Ganz einfach, weil tagsüber kein Platz ist. Dein Kopf ist beschäftigt. Arbeit, Familie, Einkaufen, Termine, Handy, noch eine WhatsApp, noch eine Aufgabe, noch ein Gedanke, der dazwischen kommt. Dein Gehirn wartet. Es hat eine Warteschlange und die läuft still im Hintergrund, während du funktionierst, erledigst, reagierst. Erst wenn Ruhe einkehrt, wenn der Sonntag anfängt, wenn das Licht ausgeht, wenn du endlich nichts mehr tun musst, erst dann öffnet dein Gehirn seine Akte. Gut. Jetzt haben wir Zeit. Punkt 1 auf der Tagesordnung. Die Situation mit Sabine, 2023. Das ist kein Zeichen, dass etwas mit dir nicht stimmt. Das ist dein Gehirn, das endlich seinen Papierkram erledigt. Und das ist kein Fehler in deinem System. Es ist die erste Lücke, die dein Gehirn in der ganzen Woche findet. Was du stattdessen tun kannst. Also, was kannst du tun, wenn dein Gehirn Sonntag früh seine Akten öffnet? Erstmal das Wichtigste. Du musst nicht kämpfen. Du musst diese Gedanken nicht wegschieben, nicht ignorieren, nicht mit aller Kraft unterdrücken. Das kostet nur Energie und dein Gehirn klopft trotzdem wieder an. Stattdessen darf es sich so anfühlen. Entschuldigung. Die Situation von 2023. Wir sollten da nochmal. Ich hab's gehört. Aber heute nicht. Das ist kein Verdrängen. Das ist eine Entscheidung. Und wenn dein Gehirn wirklich keine Ruhe gibt, schreib es auf, einen einzigen Satz, was auch immer gerade hochkommt, nicht um es zu analysieren, sondern damit dein Gehirn weiß, es wurde gesehen, es wurde gespeichert, die Akte darf zu. Oft reicht genau das, nicht weil das Problem gelöst ist,
sondern weil dein Gehirn aufhört zu suchen, sobald es weiß. Da kümmert sich jemand drum. Der andere Blickwinkel. Also, vielleicht ist es gar nicht so, dass du nicht vergessen kannst. Vielleicht hast du einfach ein Gehirn, das seinen Job sehr, sehr ernst nimmt, das Akten führt, das trainiert, das vorbereitet. Auch Sonntag früh um 7:30, auch dann, wenn du es überhaupt nicht gebrauchen kannst. Ich mache nur meinen Job. Ja, das tust du. Danke. Aber jetzt schlafen wir nochmal. Dein Gehirn ist nicht dein Gegner. Es ist dieser überengagierte Kollege, der auch am Wochenende freiwillig Überstunden macht und dabei völlig vergisst, dass du eigentlich frei hast. Vielleicht wachst du nächsten Sonntag wieder um 7:30 auf. Vielleicht meldet sich dein Gehirn wieder. Aber diesmal wirst du wahrscheinlich nicht mehr denken, was stimmt eigentlich nicht mit mir, sondern, ach, da ist wieder mein überengagierter Kollege. Das ist der eigentliche Sieg. Nicht, dass die Gedanken verschwinden, sondern dass der Selbstvorwurf verschwindet. Und wenn du das nächste Mal Sonntag früh aufwachst und weißt, was du 2023 hättest sagen sollen, dann weißt du jetzt, du vergisst nicht zu wenig. Dein Gehirn erinnert sich zu viel.